Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch mal zeigen, wie man selber aus Tanne und Co. Weihnachtswichtel basteln kann. Ja, und ich werde jetzt mal als erstes damit beginnen und hier mein Grün zurechtschneiden. Für meinen ersten Weihnachtswichtel werde ich Grün einer Nobilis-Tanne und einer Zypresse verwenden. Ja, und eventuell kommt auch noch etwas von dieser Stacheldrahtpflanze hinzu. So, ich habe jetzt hier einen Ast, der hat jetzt in meinem Fall eine Länge von in etwa 23 cm. Ja, und dieser Ast, der stammt von dieser Zypresse. Ich hatte halt hier im unteren Bereich das Zypressengrün abgeschnitten. Das hier habe ich jetzt erst einmal dran gelassen und hebe das auf für zukünftige Projekte. Kann auch gut möglich sein, dass ich hier gleich noch etwas abschneiden werde. Ja, und dann hatte ich mir halt den Ast davon abgeschnitten. Man hätte jetzt auch hier von der Tanne den Ast verwenden können. So, dann habe ich jetzt hier Bindedraht und den mache ich jetzt hier an diese Stelle dran. Also nicht ganz unten, oder ich könnte besser die Stelle hier nehmen, dann kann er nachher nicht verrutschen. So, jetzt verzwirbel ich den Bindedraht. Den überschüssigen Anfang von meinem Bindedraht, den wickele ich mir da jetzt ganz entspannt um den Ast drumherum. Ach ja, und eine Sache noch, wer jetzt keine dreckigen Hände bekommen möchte, der sollte an dieser Stelle jetzt lieber Handschuhe anziehen oder ihr wascht die Hände dann später einfach mit Olivenöl oder mit Butter, geht auch. Dann geht das Harz hier nachher von den Händen auch wieder ganz entspannt runter. So, beim Tannengrün habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht. Hier liegt mein längstes Tannengrün, das längste an Zypressengrün, hier das kürzeste Tannengrün und das kürzeste Zypressengrün. Dann hat man es nachher etwas einfacher. Jetzt habe ich ja hier ein bisschen Tannengrün, wo die Spitze fehlt. Ist nicht schlimm, nehmt da einfach anderes Tannengrün, legt euch entspannt drüber, dann sieht das nachher kein Mensch mehr. Das soll es in meinem Fall auch nicht länger als 15 cm sein. Das hier ist jetzt auch noch ein bisschen zu lang für mich. Nehme mir jetzt aber auch wieder die Spitze weg, ne, weil das wäre jetzt insgesamt zu lang gewesen. Macht man dann einfach so. Dann hat man halt auch keine Materialverschwendung. So, okidoki. Den Anfang mache ich jetzt mit meinem längsten Tannengrün. Ich glaube, ich habe den Bindedraht doch etwas zu hoch. Ich muss mal eben selber noch mal gucken. Ah, nee, das passt. Das Grün ist jetzt länger, als der Ast lang ist. Könnte das jetzt theoretisch gesehen auch so machen, finde ich aber nicht so schön. Ich finde es halt schöner, wenn man den Wichtel später mal so hinstellt, dass das halt hier so richtig schön überlappend ist. Wenn das jetzt hier noch zu lang sein sollte, also der Ast, könnt ihr nachher einfach einkürzen. So, Bindedraht ist am Start. Und das wickele ich jetzt zweimal fest. Zieht das auch gut stramm. Manchmal reicht auch nur einmal drumherum wickeln, aber jetzt gerade hier so am Anfang. Und hier im untersten Bereich nach Möglichkeit so in etwa gleich langes Tannengrün verwenden. Leg mir das nächste jetzt daneben. Immer mal so hinstellen, mal die Form überprüfen. Jetzt haben wir hier den hier. Ja, den müssen wir etwas einkürzen. Das ist auch noch etwas zu lang. Das soll jetzt von der Größe her, ich sag mal, so ein mittlerer Wichtel werden. Ich habe auch schon einen ganz großen mal gebastelt oder erstellt. So, hier fehlt jetzt die Spitze. Und von daher lege ich mir da jetzt direkt nochmal grün drüber. Auch wieder gut stramm ziehen. Und das Tannengrün wird jetzt auch die ganze Zeit hier auf gleicher Höhe um meinen Ast drumherum gewickelt. Ja, das macht doch so schon mal einen ganz guten Eindruck. Jetzt kommt als nächstes mein Zypressengrün und das wird etwas höher eingearbeitet werden als mein Tannengrün. Aber das hier ist etwas zu kurz, das könnte ein bisschen länger sein. Ja doch, so kommt das ganz gut. Ist jetzt so in etwa 2 cm höher als das Tannengrün. Ja, und dann immer einfach mal gucken, gefällt euch die Fülle. Sonst auch einfach mal auf gleicher Höhe noch mal etwas grün einarbeiten. Meine Stacheldrahtpflanze werde ich nun auf gleicher Höhe festwickeln wie mein Zypressengrün. Ne? Damit wandere ich jetzt nicht nach oben. Hat aber auch einen Grund, weil das Stacheldrahtpflanzengrün jetzt nicht so lang ist. Würde ich das jetzt weiter nach oben hin machen, jetzt sähe letzten Endes ein bisschen komisch aus.
Ja, und wenn das hier dran befestigt ist, dann kommt wieder Tanne, Zypresse und Stacheldrahtpflanze hinzu. Noch mehr Grün wird danach nicht mehr dran gewickelt werden. Wer möchte, der kann jetzt hier oben auch noch ein paar Lärchenzweige drumherum wickeln. Die Idee ist mir jetzt ehrlich gesagt gerade spontan eingefallen. Ich werde da jetzt so 4 Zweige dran befestigen. Mache ich aber jetzt auch auf gleicher Höhe wie das andere Grün. Teilweise muss ich die auch vielleicht noch etwas einkürzen, wobei, nee, das kann ruhig so sein. Das macht jetzt nichts. Auch immer so 1- bis 2-mal befestigen. Ich glaube, es sieht dann gleich ganz cool aus mit den Lärchenzweigen. So, und wenn ihr das jetzt befestigt habt, den Bindedraht noch nicht abschneiden, weil der Weihnachtswichtel braucht ja auch noch eine Mütze und hier einen gescheiten Abschluss. So wäre es jetzt letzten Endes ein Tannenbäumchen, sieht aber auch nicht schlecht aus, ne? Also doch, wäre jetzt auch eine ganz coole Idee für ein Tannenbäumchen. Jetzt müssen wir überlegen. Ah, hier ist ein Lärchenzapfen abgefallen. Kann man nachher mit der Heißklebepistole befestigen. Und diese übrig gebliebenen Zypressenzapfen, die würde ich auch separat mit der Heißklebepistole befestigen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich muss mir jetzt erstmal etwas Plattenmoos hinzuholen. Kleinen Moment. Ja, sowas kann einem leider auch passieren. Mir ist hier gerade dieser Ast abgebrochen. Aber nicht schlimm, lege ich beiseite, arbeite ich nachher separat ein. So, ich habe jetzt hier etwas Plattenmoos liegen. Meins muss ich mir auch noch zurechtzupfen. Das wäre jetzt für meine Zwecke ja erstmal zu groß zum Einarbeiten. Und das wird jetzt die Mütze. Ich lege mir das Moos jetzt hier oben drauf. Vorzugsweise will ich jetzt aber die Lärchenzapfen nicht überdecken. Oder man kann die dann einfach mal abfummeln, wenn die jetzt zu hoch sitzen sollten. Ja, wie bereits schon gesagt, ne, das kann man dann mit der Heißklebepistole einfach wieder befestigen. Leg mir mein Moos hier mal drumherum. Lass den Bindedraht hier noch hervorschauen. Eben hier Lucky. Überschüssiges Moos könnt ihr nachher immer noch abzupfen. Ne? Ist jetzt erstmal egal. Also halt hier unten. Ne? So, mal eben schauen. Bindedraht. Und jetzt gut festwickeln und nach Möglichkeit nicht noch mehr Lärchenzapfen abbrechen. Ja, hat schon wieder Knack gemacht. Ich glaube, mit den Lärchenzapfen oder mit den Lärchenzweigen war jetzt nicht so gut die Idee. Ich wickel jetzt nach oben hin weg. Ihr könnt aber immer noch mehr Moos einarbeiten, weil ich will das hier nachher auch noch plüschiger haben. Das wird dann auf das vorherige Moos draufgelegt. Nach oben hin wickle ich meinen Bindedraht jetzt näher beieinander, weil ich möchte meine Mütze nachher auch zurechtbiegen können. Ich mache das jetzt hier so stramm, wie ich es irgendwie hinbekomme. So. Gut stramm ziehen. Jetzt gehe ich wieder mal etwas nach unten hinweg, aber nur bis zu dieser Stelle, weil der Bereich könnte jetzt meiner Meinung nach noch fülliger mit dem Moos sein. Ja, was man auch noch hätte machen können, ihr nehmt einen farbigen Bindedraht. Hätte man den hier abschneiden können, aber hatte ich jetzt bei dem Wichtel so nicht geplant. Das dauert auch einen kleinen Moment. Nochmal wieder etwas Plattenmoos hinzu. Ich schiebe mir das Moos hier auch mal stellenweise nach oben oder alternativ nachher einfach abzupfen, ne, hier an diesem Bereich. So, wo habe ich jetzt meine alte Drahtschere? Da vorne. Schneide den Bindedraht nun ab und befestige den an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Mal eben hier gucken, wo er ist. Da ist welcher. Ja, das dauert hier eine kleine Weile, bis man das fertig hat. So, gut stramm ziehen nochmal. Dieses überschüssige Ende, das stopfen wir jetzt einfach mal hinein. Ja, ich muss es doch ein wenig einkürzen, war zu lang. So, zack. Ja, und jetzt könnt ihr euch mal Gedanken machen, wie ihr das weiter dekorieren möchtet. Und ich habe mir jetzt gerade für mich selber schon gedacht, dieser Ast hier, der ist doch etwas zu lang, hätte ich jetzt selber nicht erwartet. Ist jetzt auch nicht der erste Wichtel, den ich erstelle, aber gut. Hatte ich ja auch schon gesagt, könnt ihr dann einkürzen. Oder wenn ihr das jetzt in einen Blumentopf stecken möchtet, dann würde ich das nicht machen. Na,
gehst du denn wohl durch? Sag mal. Also, ey, das ist ja aber jetzt gerade weggeflogen. Ja, so ist das schon mal besser. Ja, einfach das Grün hier auch noch mal justieren. Ah, die sieht ja jetzt schon süß aus. Wenn ihr jetzt, so wie ich auch, ausreichend Bindedraht an euer Plattenmoos gewickelt haben solltet, dann könnt ihr die Mütze auch noch so richtig schön ausformen. Ne, einfach so zurechtbiegen, wie ihr das halt gerne leiden mögt. Ich würde mir aber auch mal vorher Gedanken machen, wo soll hier vorne bei eurem Wichtel sein. Ja, und diese abgebrochenen Lärchenzweige, die werde ich jetzt nachher einfach nachträglich mit der Heißklebepistole befestigen. Ich finde die total schön, die Lärchenzweige. Von daher müssen die da jetzt nachher unbedingt mit hinein. Und ja, der Wichtel ist jetzt natürlich noch nicht ganz fertig. Auch hier das Tannengrün, ne, das könnt ihr hier einfach immer mal so ein bisschen nach oben hin wegschieben, bevor da die Lärchenzweige drin sind. Ja, ich glaube, ich mache das hier nach vorne. Mal eben schauen. Ich glaube, ich muss den Ast ein bisschen noch einkürzen. Das ist jetzt ein Tacken zu lang, hätte ich jetzt selber nicht erwartet. Ist nicht viel, aber ein bisschen. Mal gucken. Ja doch, so steht er schon mal besser. So, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich das Gesicht meines Wichtels erstellen werde. Und zum Einarbeiten benutze ich jetzt gleich meine Heißklebepistole. Jedenfalls benötigt meiner noch einen Bart. Und das ist jetzt Dschungelmoos. Einige kennen das auch unter dem Begriff Tilansien. Als Nase bekommt er einen Zapfen der Schwarzkiefer. Und als Augen, das sind jetzt hier 2 Eicheln einer amerikanischen Eiche. Bei den Augen hatte ich allerdings auch erst noch überlegt, ja, diese, wie heißt es, Plastikaugen einzuarbeiten. Gefällt mir aber jetzt nicht zu 100%. Ich lasse das Ganze jetzt lieber so natürlich. Und dann hatte ich noch gedacht, vielleicht diese Buchecker so ans Ende der Zipfelmütze zu machen. Und wie bereits erwähnt, das wird jetzt hier alles ganz entspannt mit meiner Heißklebepistole einfach befestigt werden. Da werde ich jetzt keinen Draht oder sonstiges verwenden. Ich glaube, das lassen wir jetzt so nach vorne. Ja, so ist doch ganz gut, ne? Vorher mal eben anhalten, ob euch das so gefällt. So, da kommt jetzt auch gut Heißkleber erstmal drauf. Wenn er mal hinauskommen würde, den ersten Wichtel habe ich nun soweit fertig und dann komme ich jetzt mal zu meinem zweiten Wichtel. Allerdings wird der jetzt gleich komplett im Zeitraffer-Format erstellt werden. Ich wollte euch aber das Grün vorstellen, weil für den Wichtel nehme ich anderes Grün als hier für diesen ersten Wichtel. Jedenfalls habe ich jetzt hier etwas Tannengrün, Thujagrün und ein wenig Nordmann-Tanne liegen. Ja, und das Prinzip ist jetzt genau das gleiche wie bei dem ersten Wichtel. So, wo ist meine Schere? Schneiden wir jetzt hier mal wieder einen Ast ab von meiner Zypresse und befestige daran wieder meinen Bindedraht. Und jetzt gehe ich aber definitiv auf Zeitraffer. Der zweite Wichtel wird eine Kastanie als Nase bekommen und als Augen erhält er Haselnüsse. Ja, und als Bart habe ich mir gedacht, dass ich diese Schilfwedel verwenden werde. Ich muss die jetzt allerdings noch oben zusammenbinden, damit die mir nachher da nicht hinauskullern oder abfallen, wie auch immer. So, jetzt hier einfach mal den Bindedraht genommen, verfricke den jetzt hier ordentlich mal dran. Mal einmal drumherum, sicher ist sicher. Überschüssigen Draht schneide ich jetzt ab und verwurste den mit dem Anfang meines Drahtes. So, das machen wir jetzt mal hier auf die Rückseite. Überschüssiges Material von meinem zukünftigen Bart schneide ich jetzt mal ab. Und jetzt wird auch wieder alles mit der Heißklebepistole befestigt werden. Und hier wollte ich jetzt noch jetzt wollte ich schon Eichenzapfen sagen, einen Tannenzapfen dran machen. Ich würde dann auch als erstes den Bart befestigen, etwas hier drunter schieben, aber vorher natürlich Heißkleber dran machen. Ja, theoretisch könnte ich jetzt auch noch weiter an meinen Wichteln dekorieren, aber ich lasse die jetzt so natürlich, wie sie sind.
Ja, und im Übrigen, der hier, der hat jetzt eine Höhe von in etwa 37 cm und der hier ist in etwa 25 cm groß. Ja, und meine beiden Wichte, die werden jetzt nachher in meinem Garten platziert werden. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!